Mit seinem Urteil von heute hat der Gerichtshof der Europäischen Union die Entscheidung der EU-Kommission für nichtig erklärt, mit der sie die Beihilfe Ungarns für das Kernkraftwerk Paks II genehmigte. Die Kommission hätte nämlich prüfen müssen, ob die Direktvergabe des Bauauftrags für die beiden neuen Reaktoren am Standort Paks an ein russisches Unternehmen mit den EU-Vorschriften über öffentliche Aufträge vereinbar ist. Schauen wir uns den Fall genauer an. 2017 genehmigte die Kommission die Beihilfe in Höhe von mehreren Milliarden Euro, die Ungarn einem staatseigenen Unternehmen für die Entwicklung von 2 neuen Reaktoren im ungarischen Kernkraftwerk Paks gewähren wollte. Dieses Unternehmen sollte kostenlos das Eigentum an den neuen Reaktoren erhalten und sie betreiben. Gemäß einem Abkommen zwischen Ungarn und Russland wurde die Entwicklung der beiden neuen Reaktoren zum Teil durch russische Mittel finanziert und zum Teil durch unmittelbare Zuwendungen Ungarns. Das Abkommen sah ferner vor, dass ein russisches Unternehmen mit dem Bau der beiden Reaktoren beauftragt wird, ohne öffentliche Ausschreibung. Österreich focht die Entscheidung der Kommission vor dem Gericht der EU an. Da das Gericht die Klage abwies, legte Österreich ein Rechtsmittel beim Gerichtshof ein. Mit seinem Urteil hat der Gerichtshof das Urteil des Gerichts aufgehoben und die Genehmigungsentscheidung der Kommission für nichtig erklärt. Nach Ansicht des Gerichtshofs durfte sich die Kommission nicht auf die Prüfung beschränken, ob die Beihilfe mit den EU-Vorschriften über staatliche Beihilfen vereinbar ist. Die Kommission hätte auch prüfen müssen, ob, wie Österreich geltend machte, die Direktvergabe des Bauauftrags an ein russisches Unternehmen mit den EU-Vorschriften über öffentliche Aufträge vereinbar ist. Der Bau der beiden Reaktoren gehörte nämlich zum Gegenstand der in Rede stehenden Beihilfe. Es wäre künstlich, den Bau der Reaktoren von ihrer kostenlosen Zurverfügungstellung zu trennen. Die Direktvergabe des Bauauftrags war somit untrennbar mit dem Beihilfegegenstand verbunden, wie auch das Abkommen zwischen Ungarn und Russland bestätigt. Der Gerichtshof hat insoweit darauf hingewiesen, dass eine öffentliche offene Ausschreibung keine bloße Formalität ist, da sie sich insbesondere auf die Höhe der für den Bau erforderlichen Investition auswirken kann. Es ist somit nicht ausgeschlossen, dass sie sich auf die Verhältnismäßigkeit der gewährten Beihilfe im Hinblick auf das damit verfolgte Allgemeininteresse auswirkt.